Inmitten Europas herrscht Krieg. Dieser brandgefährliche Krieg ist ein Verbrechen und verletzt in dramatischer Weise das Völkerrecht. Wir, die Friedensinitiative Landshut, verurteilen ausdrücklich diese militärische Aggression Russlands, auch mit dem Heranrücken der NATO an die Westgrenze Russlands und der Ignorierung von Russlands Sicherheitsinteressen durch den Westen. Kann dieser Krieg nicht gerechtfertigt werden. Wir stehen solidarisch an der Seite aller die Menschen in der Ukraine, aller, die aus der Ukraine geflüchtet sind und all derer, die trotz tausender Festnahmen und brutaler Polizeigewalt in Russlands Städten seit Tagen auf die Straße gehen oder auf andere Weise zeigen, dass sie diesen Krieg ablehnen. Diese Leute sind unsere Hoffnung. Nur sie können Putin oder einen Nachfolgerin zum Verhandeln zwingen. Deswegen meine Aufforderung jetzt in der dritten Runde an die Beteiligten. Legen Sie die Waffen nieder, haben Sie die Zivilbevölkerung im Blick, beenden Sie diesen Krieg, raus mit den russischen Truppen aus der Ukraine. Mein Name ist Mascha Sidorova-Spilka. Ich lebe in Deutschland seit fast 30 Jahren. Ich komme aus St. Petersburg und ich schäme mich zum Boden. Heute und seit 24. Februar. Ich ganz persönlich. Und ich kann die Phrase, die ganz viele unserer Landsleute vor sich geben, ich kann nichts für diesen Krieg, das ist der Putin, das teile ich nicht. Das ist auch ich mit meinem russischen Pass im Namen dessen dieser Krieg geschieht. Das muss sich jeder vergegenwärtigen. Der Punkt ist der, dass uns natürlich alle Hände gebunden sind und Füße und der Mund ist uns verstopft, dass wir nichts sagen können. Und der Kopf ist uns auch mittlerweile so gewaschen, dass wir meinen, dass wir nichts können. Aber wenigstens, wir können uns verneigen und sagen, dass es uns unendlich leid tut und dass wir uns schämen für diesen Krieg. Ukrainische Community sagen möchte, wir wollen keinen Krieg. Niemand will einen Krieg. Verluste der Familien, Kinder, Verwandte. Mit Waffen gibt es keinen Frieden. Putin soll seine Truppen abziehen, damit wir Brücken bauen können. Brücken bauen für unsere Onkel, Tanten, Familie, für die ganze Welt. Eine gemeinsame Zukunft, Hand in Hand, für alle. Für uns alle. Ich danke euch. Eine Bitte, dass ich bereit erklären kann, helfen kann, ein Unverhalt, der jede Hand gebraucht, für Sortierung und für Unterstützung, für die Güterhilfe zu schicken nach der Ukraine. Dankeschön. Dass wir Brücken bauen müssen, dass wir das zusammen machen müssen, dass der Putin die Truppen abziehen soll, dass alle nach Hause, Домой schreien die Menschen, Иди домой, уходи, das schreien sie dort. Und mit bloßen Händen stoppen sie die Fahrzeuge, das ist unglaublich. Aber das ist die Kraft und der Geist des tollen ukrainischen Volkes und die Menschen dort. Die Hilfe, die wir hier alle leisten können, die ukrainische Diaspora hat, glaube ich, auch ein Spendenkonto. Beziehungsweise es gibt am Lurzenhof 3K, 3 bis 5, also 3K jetzt genauer, eine gesamte Sammelstelle für die ganze Region Landshut und das darf dort von 9 bis 18 Uhr alle Güter abgegeben werden. Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, deren Leben jetzt bedroht ist, deren Häuser zerstört sind, die sich in U-Bahn-Stationen verstecken oder auf der Flucht sind. Unsere Solidarität gilt all jenen Menschen, die an den Folgen dieses Krieges leiden werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Grenzen Europas offen bleiben, die Visafreiheit weiter besteht,
und wir Flüchtende aus der Ukraine aufnehmen und sie herzlich willkommen heißen und es einschließlich Deserteurinnen, Kriegsdienstverweigererinnen und People of Color, die momentan an vielen Grenzen leider zurückgewiesen werden. Und deswegen bin ich auch hier für eine großzügige Ausstattung von Fonds zur humanitären Hilfe der Menschen in der Ukraine. Ich bin froh und dankbar, dass die mehrere tausend Flüchtlinge, die hier jetzt schon angekommen sind, 3 Jahre bleiben können, dass sie arbeiten dürfen, dass sie in München am Bahnhof begrüßt werden, dass ihnen Wohnungen zugeteilt werden, dass auch hier in Landshut Menschen sich auf den Weg gemacht haben und bereit sind, hier als Willkommenskultur diese Geflüchteten aus der Ukraine freundschaftlich aufzunehmen. Aber nicht alle! Für alle Menschen! Ich sehe hier jemanden, der völlig zu Recht sagt, für alle Menschen, wir wollen keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Es hat vor kurzem eine Gesamtkonferenz der afrikanischen Kirchen stattgefunden und der Generalsekretär hat am Ende in seinem Statement gesagt, in der Ukraine sind viele Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe und deren Leben ist genauso viel wert wie das von Menschen mit einer weißen Hautfarbe. Und es kann nicht sein, dass diese Menschen von ukrainischem Sicherheitspersonal zurückgehalten werden. Wir müssen aufpassen, und es ist vorhin auch schon angesprochen worden, dass wir zum einen nicht gute Flüchtlinge und schlechte Flüchtlinge haben und dass wir plötzlich Ressentiments für russischstämmige Menschen entwickeln und dann plötzlich auch feststellen, hier läuft was verkehrt und alle werden selben krank geschert. Und das kann nicht sein, dass jetzt auch russischstämmige Menschen in Deutschland erleben, dass massiv angegriffen werden und auch rassistisch und dass einer pauschal unterstellt wird, Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, zu unterstützen. Als ich gelesen habe vorgestern, dass in Nürnberg eine Frau bei der Corona-Kontrolle ihren russischen Pass gezeigt hat und dort keine Pizza bekommen hat, war ich entsetzt. Lassen wir uns nicht spalten. Die Menschen, die hier in Deutschland leben und aus Russland kommen, aus der Ukraine kommen, insbesondere die Menschen aus Russland, sofern sie nicht für diesen Krieg sind nicht verantwortlich für das Verbrechen, was jetzt dort ihre Führung macht. Geografie kann nicht verändert werden. Die Ukraine und Russland werden auch nach einem hoffentlich baldigen Kriegsende Teil von Europa bleiben. Es ist die Entscheidung allein des ukrainischen Volkes zu entscheiden, ob nach dem Wahnsinn dessen, was jetzt gerade stattfindet, die Ukraine noch bereit ist, eine Brückenfunktion zwischen der EU und Russland sich vorstellen zu können. Das entscheidet allein das ukrainische Volk. Wir brauchen dringend eine europäische Friedensordnung, in der Grenzen nicht gewaltsam verschoben werden und die Sicherheit von allen geachtet wird. Wir brauchen dringend eine gemeinsame europäische Friedensordnung, ein gemeinsames Haus Europa, in dem Grenzen nicht gewaltsam verschoben werden und die Sicherheit von allen geachtet wird. Die Ukraine wurde völkerrechtswidrig angegriffen und sie hat das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta. Bis der UN-Sicherheitsrat jetzt zusammengetreten war und wir wissen, das russische Veto hat die Verurteilung verhindert. Allein der Sicherheitsrat ist völkerrechtsbindend. An dieser Stelle ist wieder einmal deutlich geworden, wie reformbedürftig die UNO ist, insbesondere der Sicherheitsrat, und dass es nicht weiter sein darf, dass die 5 Atomwaffenstaaten ein Vetorecht haben, mit dem sie die Verurteilung solcher Aggressionen wie jetzt in der Ukraine verhindern können. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2009 hatte sich auch die amerikanische Regierung auf das Recht auf Selbstverteidigung berufen.
Und George W. Bush hatte einen Krieg gegen den Terror ausgerufen. 3000 Tote haben die Anschläge des 11. September nach sich gezogen. 900.000 Tote, die Kriege in Afghanistan, im Irak und in mehreren anderen Ländern. 20 Jahre haben Verwüstungen stattgefunden in Afghanistan, im Irak, im Jemen, in Syrien, in Libyen, im Jemen und jetzt auch in Mali. Und keine der militärischen Gegenmaßnahmen hat auch nur ansatzweise etwas verbessert, sondern die Dinge sind heute in allen diesen Ländern der letzten 20 Jahre schlimmer, als sie zuvor waren. Haben Waffenlieferungen diese Kriege stoppen, beenden können? Oder waren sie nicht Verlängerung? Haben sie das Leid der Menschen nicht noch mehr erhöht? Sind nicht die Verteidigungswaffen an die kurdischen Milizen gegen den Islamischen Staat in den Händen des IS gelandet? Wann lernt die Menschheit, dass man Feuer nicht mit Feuer, sondern besser mit Wasser angeht? Und Waffen sind Brandbeschleuniger, weil sie noch mehr Eskalation, zumindest in den letzten 20 Jahren, nach sich gezogen haben. Die Reaktion in Deutschland, 100 Milliarden für Aufrüstung auszugeben, ist in keiner Weise hilfreich für ein Ende dieses Krieges. Der Krieg dient dort nur als Vorwand, um die Bundeswehr weiter hochzurüsten, ebenso wie für eine erneute Diskussion rund um eine Wehrpflicht. Was hingegen schon zuvor dringend war, aber weiterhin passieren muss, um den Import von Öl, Gas und Kohle aus kriegstreiberischen Autokratien wie Russland oder Saudi-Arabien beenden zu können, müssen zügig die erneuerbaren Energien ausgebaut werden und die vielen Hürden, die es dafür in Deutschland gibt, abgebaut. Damit verhindern wir nicht nur die Finanzierung dieser Regime und ihrer Kriege wie in der Ukraine oder auch im Jemen, sondern auch künftige Kriege um Ressourcen aufgrund des Klimawandels. Dort und an vielen anderen Stellen werden die 100 Milliarden weitaus besser investiert. Ist das Einzige, was wir aus der Geschichte lernen, wirklich, dass wir nichts aus der Geschichte lernen? Ich glaube nicht. Im Grunde gut heißt ein Bestseller und ich glaube, dass wir Menschen im innersten Kern Wesen sind, die zu empathiefähig sind, die zu mitgefühlfähig sind und denen es selbst gut geht, wenn sie zum Wohlergehen anderer beitragen können, insbesondere Menschen aus der Ukraine, die jetzt zu uns kommen. Heute, hier und jetzt steht Frieden im Mittelpunkt. Leider haben wir 8 Jahre den Krieg in der Ostukraine nahezu unbeteiligt zugeschaut. Wir wollten ja nicht unsere Geschäftsbeziehungen in Frage stellen. Und genau das bringt uns jetzt gehörig in die Bredouille. Ich möchte, dass viele Menschen, die dieses Buch lesen, verstehen, dass es im Osten der Ukraine nicht nur einen Konflikt gibt, sondern seit 214 gibt es dort einen echten Krieg, in dem Tausende von ukrainischen Soldaten sterben. Unständige, talentierte und glückliche Menschen, Ukrainerinnen, die ihr Land lieben und ihr Territorium schützen wollen und notfalls auch dafür sterben. Ich hoffe trotz allem, dass über all dem Krieg und Leid und Hass irgendwann die Vernunft siegen und sich freundliche Lösungen abzeichnen. Slava Ukraina! Героям Slava! Hallo! 2015 führte das Kiewer Internationale Institut für Soziologie eine repräsentative landesweite Umfrage durch, in der zum ersten Mal die Präferenzen der Menschen in der Ukraine für den Widerstand im Falle einer ausländischen bewaffneten Invasion und der Besetzung des Landes erfragt wurden. Die Umfrage fand kurz nach der Euromaidan-Revolution und der Besatzung der Krim und der Donbass-Region durch russische Truppen statt. Und viele Intellektuelle erwarteten,
dass die ukrainische Öffentlichkeit die Verteidigung des Mutterlandes mit Waffengewalt nun stark befürworten würde. Die Ergebnisse zeigten eine überraschend starke Unterstützung für eine Alternative zur bewaffneten Verteidigung, nämlich zur gewaltfreien Verteidigung unter ziviler Führung. Die beliebteste Widerstandsform war mit 29% der gewaltlose Widerstand, auch im Falle einer ausländischen bewaffneten Aggression und 26% im Falle einer Besatzung. Der bewaffnete Widerstand wurde von 24% im Falle einer ausländischen Aggression und von 25% im Falle einer Besatzung unterstützt. Am 28. Februar berichtete der Tagesspiegel unter der Überschrift "Geht nach Hause, unbewaffnete Menschen in der Ukraine stellen sich russischen Panzern entgegen", und ich zitiere: "Mehrere Dutzend Bewohnerinnen der ukrainischen Kleinstadt Dnipro-Rudne im Süden des Landes haben sich unbewaffnet einer russischen Militärkolonne mit Panzern entgegengestellt. Das zeigen die Aufnahmen am Rand des Dorfes. Zu sehen ist der Bürgermeister, der nach vorn läuft und mit den Fahrern der vordersten Panzer spricht. Die Männer im Hintergrund rufen: Geht nach Hause, wir lassen euch nicht durch. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Bürgermeister drehen die Panzer um. Ein Mann, der das Geschehen filmt, sagt: Unser Bürgermeister ist ein Held, er verjagt die russischen Panzer. Ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die diesen Mut haben. Und ich sage, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Weg von der Sicherheitspolitik hin zur Friedenspolitik. Es kann in einer vernetzten Welt nur eine gemeinsame Sicherheit und nicht mehr Sicherheit gegeneinander geben. Wir fordern sofortigen Waffenstillstand, Rückzug der russischen Truppen und ein Zurück an den Verhandlungstisch. Und wir wollen eine Erarbeitung nachhaltiger Lösungen, die Perspektiven für ein friedliches Zusammenleben wiederherstellen. Frieden für die Ukraine, für Europa und für die ganze Welt. Ich möchte enden mit einem Satz von Martin Luther King. Er war im Vorstand des amerikanischen Versöhnungsbundes, jener Organisation, für die ich seit mehr als 30 Jahren jetzt arbeite. Er ist einer von 6 Friedensnobelpreisträgern und er hat einmal gesagt: Hass kann nicht beendet werden mit Hass, nur die Liebe kann das. Dunkelheit kann nicht vertrieben werden durch Dunkelheit, nur das Licht kann das. Zünden wir dort, wo wir sind, ein Licht an und beginnen wir zu lieben,
die Menschen, die in uns zusammenleben und die Menschen, die jetzt zu uns kommen als Geflüchtete, egal aus welchen Ländern. Ich danke für das Zuhören.